So there we are. We're already live? Hello, hello. Yes, Yeah. we are. We are. So we are live. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu The Alchemy of Asking a Question, zweiter Teil. Und das heute an einem Tag, wo der Mann, der uns in diese Richtung ganz viel beigebracht hat, Geburtstag hat. So, all of you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Greg. Happy birthday to you. Oh, So, just to let you know, for the next, okay, we start with the next 50 years, okay, of nice journey. Thank you for everything. danke. Prost. 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 Now I want to pour me something. Ha ha ha. Surprise. We did not tell him. Ha ha. So we had nice chicken roast dinner and pumpkin and potatoes, and it was very tasty. And a glass of champagne. Hallo Julia. Oh my God, Julia's, she's listening, and I think she's on a train. Yes. Oh, the bandito. So, So, shall we start? we already started. Yeah. Also, nochmal ganz kurze Zusammenfassung. Wir haben im letzten Zoom darüber gesprochen, dass wir als Kinder ganz viele Fragen gestellt bekommen und in der Regel Antworten suchen sollten, der eine oder andere. In the last Zoom, we talked about that as children, we got asked a lot of questions and that we were supposed to find the answers. Ganz viele von uns, Greg Gott sei Dank nicht, dank seiner Großmutter. It was very different for Greg because he had his grandmom doing something else. Und sie hat ihn unterstützt, seine eigenen Antworten zu finden. And she supported you to find your own answers. Und alle Antworten von anderen nochmal für sich selbst anzuschauen, ob sie auch wirklich wahr sind. And to look at answers that other people gave you and look if they are true for you. Yep. Als kurze Zusammenfassung. Heute haben wir das Thema. Sorry? Nein, mach weiter. Heute gehen wir weiter in dem Thema, ich sage ganz gerne die richtige Frage, wobei es keine richtige Frage gibt. So how today we go on with the topic and I would like to say, how do I ask the right or the correct question, although there is no right question? Also, welche Frage stelle ich, wenn ich mein Wissen erweitern möchte? So which question do I ask if I want to expand my knowing? Mein Leben verändern möchte? Change my life? Und mehr Freude haben möchte, zum Beispiel. And want to have more joy in my life. So als Start. So that's just the beginning. Okay, we're done. No, we're not done. Well, we could actually talk about that for 2 or 3 days. Yes. Ja, wir könnten 2 oder 3 Tage über das reden. And we almost have really on the last 3 days. Haben wir eigentlich fast die letzten Tage im letzten Kurs. Und da nicht alle dabei waren, bitte nochmal Zusammenfassung. And because not everybody was there, please give us some schnapp. Thank you. Snaps. Oh, you have to go visit. Sum it up. Sum it up. Oh, I see. Sum it up. Thank you. Well, I guess really
the biggest question no one asks yourself? Whenever something comes. Also, wann immer irgendwas hochkommt, ist vielleicht die größte Frage, die ihr euch selbst stellen könnt. What is that? Was ist das? You know, we're in class and there were people that were really, really wanting to feel intensity but couldn't. Wir zum Beispiel im Kurs, da waren Leute, die wollten unbedingt Intensität fühlen, aber sie konnten nicht. And so what did we do? Also was haben wir gemacht? We asked, what is that? Wir haben einfach gefragt, was ist das? What is it that you're actually feeling? Was ist es, was du tatsächlich gerade jetzt fühlst? And it really came back to fear. Und ganz oft war es einfach Angst. And we couldn't even remember sometimes what that fear was. Und ganz oft wussten wir nicht einmal, was diese Angst tatsächlich war. And it's like, we don't, you know, we didn't go into the stories. Und was wir definitiv nicht gemacht haben, ist, dass wir in die Geschichten hineingegangen sind. Really just went, wow, what is it? Oh my God. Wir haben einfach wirklich nur gesagt, wow, was ist das? Oh mein Gott. And it was really scary for a couple of people. Maybe 3 or 4 Und people. für einige Leute war es doch für 3 oder 4 furchterregend. Maybe even the whole class. Vielleicht sogar für die ganze Klasse. But in the same process, it was so freeing. And because, again, what is that? Everyone was aware of each other's emotions. Und gleichzeitig war es aber total befreiend, weil wieder, was ist das? Und jeder war sich gewahr der Emotionen der anderen. And so it becomes that. It's like, oh, what is it I'm feeling? Und dann wird es einfach zu dieser Frage, oh, wow, was ist das, was ich jetzt gerade fühle? And then when everyone realizes it's not theirs, they're aware of somebody else in the room, it's like, okay, whew, you know, thank God for that. But, you know, they were also then able to be present with that person. Und wie sie dann drauf gekommen sind, dass es halt einfach eine Person im Raum war, dann und auch festgestellt haben teilweise, okay, es bin nicht ich, es ist nicht meins, dann waren sie aber trotzdem total in der Lage, komplett präsent zu sein mit der Person, die diese Gefühle gerade hatte. And in that process, we were able to be totally present with that person. You know, it's so cool. Und in dem Prozess waren wir wirklich total in der Lage, mit der Person, die gerade durch ihre Emotionen durchgegangen ist, absolut präsent zu sein. Und das war total cool. I mean, for me, that's the first question. Für mich ist das die allererste Frage, immer. What is it? What is it I'm aware of? What is it I'm feeling? What is that I smell, you know? Was ist das für ein Geruch? Was ist das, was ich fühle? Was ist das, was das gerade ist? Oh, it's dinner. Okay, bye. You know, oh, Abendessen. Okay, gut. Tschüss. So it's all of this stuff. There really is no right question, but there's some questions that will take you to the place really quickly. Geht wirklich immer um dieses Zeugs. Es gibt eigentlich keine richtige Frage, aber es gibt ein paar Fragen, die euch wirklich schnell zu dem richtigen Punkt bringen. And you really have to be willing to really perceive that answer. Und du musst wirklich absolut bereit sein, die Antwort auch zu empfangen und wahrzunehmen. Yes, you have to really want it. Also du musst es wirklich wollen. Now, I know I've watched people go, oh, wow.
you know, and ask all these questions. And, Ich habe Leute beobachtet, die haben gesagt, oh wow, und die haben Fragen gestellt, eine ganze Menge Fragen. and they've got that energy. There's nothing there. I don't really want to know, but I've got to ask the question anyway. Und die hatten diese Energie von, ich stelle halt Fragen, weil man hat mir gesagt, ich soll Fragen stellen, aber wirklich wissen will ich es nicht. Have you ever watched a child ask a question they really want to know something about? Hast du jemals ein Kind beobachtet, das eine Frage gestellt hat, wo es unbedingt Antworten haben wollte, wo es wissen wollte, worum es geht? No? Oh yes. Yeah. They really want to know. And there's an energy wollen das- behind it. You know, tell me. Die wollen das wirklich wissen und da ist eine Energie dahinter von, sag mir, wie es geht oder was das ist. And there's the other way they ask the question too. Oh, wow. Und dann What's gibt es noch that? die andere Variante, wie sie Fragen stellen manchmal. Und das ist dieses, oh, wow, was ist das? Mit totaler, absoluter Verwunderung, so just that wondering. That absolute energy of the question. Die Energie der Frage sein, ja. You know, this is, I mean, I don't want to make access wrong. Also But ich some of the möchte people nicht I used to want to verkehrt slap. machen. Aber da gibt es einige Leute, denen würde ich gern eine Ohrfeige runterhauen. Because it asks these questions with no energy. Weil die fragen diese Fragen ohne jegliche Energie. And then they wonder why nothing changed. Und dann wundern sie sich, warum sich nichts verändert. So, when I got my tooth implant, I had more than half an hour in the chair of the dentist while he was working. So I just played with the question, what else is possible? Also wie ich beim Zahnarzt war und mein Zahnimplantat gekriegt habe, bin ich über eine halbe Stunde da gesessen und er hat gearbeitet und ich habe einfach nur mit der Frage gespielt, was ist sonst noch möglich? And I tried 2 different approaches. The one just like an affirmation, just like, what else is possible, what else is possible, what else is possible? Also die eine Energie war wie eine Affirmation, was ist sonst noch möglich, was ist sonst noch möglich, was ist sonst noch möglich. And I actually realized that my body was not very relaxed while asking that question. Und ich bin drauf gekommen, dass mein Körper nicht wirklich entspannt war, während ich die Frage auf diese Art und Weise gestellt habe. But when I asked it really from that space, okay, now I'm lying here and that's not very fun. Und wenn ich dann aber aus dem Raum gefragt habe von, okay, ich liege da jetzt und das ist nicht wirklich lustig, but what else is possible? Aber was ist tatsächlich sonst noch möglich? I realized that my body started relaxing as much as was possible. Und dann bin ich drauf gekommen, dass mein Körper sich entspannt hat, soweit es halt möglich war in einem Zahnarzttest. So, yeah, there is a lot of difference between the different energies, the space where you're asking from. Also da ist ein riesiger Unterschied, von welchem Raum aus und mit welcher Intention du eine Frage stellst. Und wenn dieser Raum ohne Bewertung ist, and if that space is without any judgments, dann geht die Veränderung für den Körper zumindest aus meiner Erfahrung sehr schnell. Then the change for the body, from my experience, just happens very quickly. Yeah, super fast. I Ja, mean, literally, total schnell. we've watched it on the table. Und wirklich, wir haben es auf den Tischen beobachtet. We've watched it in class. Wir haben es im Kurs gesehen. You know, we've watched people literally let go childhood trauma that was stopping them from doing all sorts of things.
Wir haben tatsächlich beobachtet, wie Leute auf den Tischen während dem Körperprozess Trauma aus ihrer Kindheit loslassen haben, die sie gestoppt haben, von allen möglichen Sachen gestoppt haben, davor etwas zu tun, alle möglichen Dinge zu tun. Yeah. I mean, it's not the question so much. Es ist nicht so sehr die Fragen an und für sich, It's the energy behind the question. es ist die Energie hinter der Frage. It's not your words. Es sind nicht die Worte, die wir aussprechen. It's your intention. Es ist die Intention, mit der wir die Frage stellen oder die Worte aussprechen. I've been in so many different new agey, esoteric, spiritual groups trying to learn, and Ich war in so vielen New Age und esoterischen Gruppen und spirituellen Gruppen, wo versucht wird, was zu lernen. so many of the questions that I was asked So viele Fragen, die mir gestellt wurden, weren't so much questions as a sledgehammer to try and smack me around the head. Wait, sorry, I lost you. So there weren't so much question as a statement used as a sledgehammer. Da waren so viele Fragen, die eigentlich als Statement benutzt wurden, als Tatsache, wie ein, what's a sledgehammer? Vorschlaghammer. Danke, wie ein Vorschlaghammer, danke. Yeah, and it was not to get me to learn anything. It was just to keep me small, keep me stupid. Und diese Fragen wurden tatsächlich nicht gestellt, um mich dazu zu bringen, irgendwas zu lernen, sondern um mich klein zu halten. I mean, the most amazing questions I've ever had asked. Die faszinierendsten Fragen, die mir jemals gestellt wurden, were spoken with a quiet voice, sind gesprochen worden mit einer sehr leisen Stimme, in a gentle manner, auf eine sehr sanfte Art und Weise, that actually invited me to ask the same question. die mich eingeladen haben, dieselbe Frage zu stellen. And this is the universe doesn't hear our words. Und das ist genau das. Das Universum hört nicht unsere Worte. The universe is energy. Das Universum ist Energie. And it's like when somebody tells you they love you. Es ist genauso, wie wenn dir jemand sagt, dass er dich liebt. And you feel this whatever energy come up inside you. It's Und like, du fühlst in dir diese Energie hochkommen. well, the universe is much the same. Und das Universum ist ziemlich ähnlich, ziemlich gleich. It hears the energy with which we ask the question. Es hört die Energie, mit der wir die Fragen stellen. An example, we had a lady in a class. Ein Beispiel, wir hatten im Kurs eine Dame And she had a dream job that she wanted to get. und sie hatte einen Traumjob, den sie unbedingt haben wollte. And she said, how do I get it? I said, you have to ask the universe to help you. Und sie hat gesagt, aber wie kriege ich diesen Job? Und ich habe gesagt, naja, du musst das Universum fragen, also um Hilfe bitten. You have to really choose it. Du musst es wirklich wählen. She hated that word. Sie Strange. hat dieses Wort gehasst. Ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist komisch. Anyway, a year later, I'm back teaching this class. Und ein Jahr später war ich dort zurück und habe nochmal diesen Kurs gegeben. And she's there. She says, I'm angry with you. Und sie war auch dort und sie hat gesagt, ich bin sauer auf dich. You told me that all I had to do was choose and that job would be mine. Du hast mir gesagt, alles, was ich machen muss, ist wählen und dann habe ich den Job. This was my dream job. I really wanted it. Das ist mein Traumjob gewesen. Ich wollte den wirklich haben.
And I stopped and looked at it and go, and in my mind, I just asked, so what is that? Und ich habe sie angeschaut und habe in meinen Gedanken, also leise, gefragt, so, was ist das? And I said, what was the last thought or the first thought after you asked the universe your request? Und dann habe ich sie gefragt, nachdem du das Universum um Hilfe gebeten hast und um diesen Job, was war dein erster Gedanke, der hochgekommen ist? She goes, I already want the job. Und sie hat gesagt, naja, dass ich den Job haben will. But what was the thought and the feeling that you had? Aha, okay, so, aber was war der Gedanke und das Gefühl, das du hattest? She goes, nothing. Und sie hat gesagt, nichts. And the whole class laughed. Und die ganze Klasse hat gelacht. See, this is a really cool thing about these classes. Das ist das echt Coole in diesen Kursen. You all really become interconnected. Ihr werdet in diesem Kurs alle miteinander verbunden und seid verbunden. You can't hide and you can't lie. Ihr könnt nichts verstecken und ihr könnt nicht lügen. And so I said, so you didn't have the thought that, there's somebody else that's more qualified. I probably won't get the job. Und ich habe sie dann gefragt, du hast also nicht den Gedanken gehabt, es gibt jemanden anders, der viel mehr qualifiziert ist als ich und der diesen Job viel besser machen könnte. Nein, den hattest du bestimmt nicht. And she had to admit that that was her thought. Und dann hat sie zugeben müssen, dass genau das ihr Gedanke war. So the universe hears, I won't get this job. I'm not qualified. Das Universum hat dann gehört, den Job, den werde ich nicht kriegen. Ich bin nicht qualifiziert genug dafür. Nothing grows in that energy. Aber das ist eine Energie, wo nichts wachsen kann. So I said to her, I said, what would happen if you let go the but? Und dann habe ich zu ihr gesagt, was würde passieren, wenn du das Aber loslassen würdest? What if you saw that you had the job, you've got the job, and you've been there a year? Was wäre, wenn du sehen würdest, dass du den Job hast und dass du schon ein ganzes Jahr lang in diesem Job arbeitest? And you still love the job and you're so happy. Und du liebst diesen Job immer noch und du bist total glücklich damit. 2 weeks. 2 Wochen. And there was a post on Facebook. I got my dream job. Bye everybody, I'm off to Norway. Und nach 2 Wochen war da dieser Post auf Facebook. Ich habe meinen Traumjob. Tschüss, ich bin weg am Weg nach Norwegen. That's how you ask a question. Das ist genau das, wie er eine Frage stellt. There's no buts. Es gibt kein Aber. If it's a job you want, Chilla, then you just have to ask for it and believe it's yours. Wenn das der Job ist, Schiller, den du unbedingt haben willst, dann musst du danach fragen und glauben, dass es deiner ist. And when you really believe in yourself, Und wenn du wirklich an dich glaubst, it'll happen. dann wird das auch geschehen. This is how we do it. Das ist genau das, wie wir es machen. I'm sitting in a class of 320 people. Ich sitze in einem Kurs mit 320 Leuten. And the facilitator is talking about dreaming and thinking and asking from not what's impossible, but go beyond what's conceivable. Und der Facilitator, der spricht darüber, nicht nur danach zu fragen, wovon wir träumen, sondern danach zu fragen, was jenseits von dem ist, was wir im Allgemeinen annehmen und glauben, was möglich ist. And I try to put it out there. Universe, that's what I want. Und I want beyond what I can dream of. I want to be more. Und das ist genau das, was ich dann auch
ausgesprochen habe und wonach ich gefragt habe, Universum, das ist es, was ich haben will. Ich will mehr sein, jenseits von allem, was ich bis jetzt für möglich gehalten habe. I'm doing that now. Und ich mache das jetzt. I mean, this what I'm living now is quite conceivable, yes. Also das, was ich jetzt lebe, das ist ganz einfach und das kann man sich gut vorstellen, oder? 5 years ago, no. Vor 5 Jahren wäre das unmöglich gewesen. 7 years ago, when my little grandchildren were born, they had in the photo, nothing was conceivable. Vor 7 Jahren, wie meine Enkelkinder auf die Welt gekommen sind, wenn ich mir die Fotos anschaue, nein, das wäre unmöglich gewesen. So from that point of time, I'm living the inconceivable. Also wenn ich auf das jetzt von der damaligen Sicht aus gesehen, lebe ich jetzt etwas, was einfach nicht vorstellbar war. I had friends who still live in that point of time, and what I'm doing is so inconceivable, they don't want to be my friends. Und ich hatte Freunde, die leben immer noch in dem Zustand, in dem ich auch damals war. Und die verweigern jetzt, meine Freunde zu sein, weil sie sich das einfach nach wie vor nicht vorstellen können. Why? Warum? Because they would then have to look at what they're asking for and where they're blocking themselves. Da müssen sie sich nämlich anschauen, wonach sie selbst fragen und wo sie sich selber blockieren. So that's actually how the complete universe functions. We have to ask questions. Denn das ist das, wie das Universum wirklich funktioniert. Wir müssen Fragen stellen. Mit der Energie dahinter, die wir haben wollen. With the energy behind of what we want. Absolute. See that light bulb up there? Ja, ganz genau. Seht ihr die Glühbirne da oben? They came into existence because somebody kept saying, what's not right? What haven't I got yet? What is it I still need to know? Diese Glühbirnen wurden deswegen erfunden, weil jemand gefragt hat, was stimmt hier nicht? Was ist es, was ich nicht bereit bin zu wissen? Was ist... And what else is possible? Absolute. He knew Und something was ist else was sonst noch possible. möglich? Edison. Er wusste, dass etwas anderes möglich ist. He knew it had to be possible. Er wusste, es musste möglich sein. And he didn't give up. No. Und er hat nicht aufgegeben. Because I think that's a big point. When we get impatient, when it takes too long, we give up. Wenn wir ungeduldig werden, wenn es zu lange dauert, dann geben wir einfach auf. So for me, when And I then- ask for something, Also für mich, wenn ich nach etwas frage and it feels like it's taking too long, und es fühlt sich an, als würde es zu lange dauern, I ask, what is that? ich frage, was ist das? And sometimes I'm asking for something that's actually not really good for me. Und manches Mal frage ich nach etwas, was wirklich nicht besonders gut ist für mich. And other times I'm asking for something, but I haven't really chosen it. Und manches Mal frage ich nach etwas, aber dann komme ich drauf, ich habe es gar nicht wirklich gewählt. And then I realized that, well, it wasn't my wish. Und dann komme ich drauf, oh, es war ja eigentlich gar nicht mein Wunsch. I'm asking for somebody else. Ich habe für jemanden anderen gefragt. Aber the minute I make it my wish as well, Aber in dem Moment, wo ich es auch zu meinem Wunsch mache, something changes. verändert sich etwas. Really, ask it with the energy of it. Wirklich. Fragt mit der Energie dahinter. So there's
books. I'm gonna. Da gibt es ein paar Bücher. It's a bit reversed, but it's No, it's not reverse. It would be cool. if it was handy, but that's right. Also Chet McKenna, das ist eine, Special. es ist That's eine just- Trilogie. Yeah, Enlightenment trilogy. And in one of the books, he's talking to a young boy. He's 18 years old. Und in einem von den Büchern spricht er mit einem 18-jährigen Jungen. And the boy he was talking to they were talking about how some people are still spiritually and energetically children. Und er spricht zu ihm und sagt, wie manche Leute einfach spirituell und energetisch einfach noch Kinder sind. And it's not so much about becoming enlightened, but just waking up. Es geht gar nicht so sehr darum, wirklich erleuchtet zu werden, sondern mehr darum, aufzuwachen. And he's talking, and this young boy suddenly realizes that this is what he wants. Und auf einmal kommt der Junge drauf, dass da etwas ist, was er wirklich, wirklich will. And he said to Jed McKenna, or whoever the author is, oh, Und I er want sagt that. zu Chet McKenna, was eigentlich ein Pseudonym ist, also wer auch immer die Person dahinter ist, sagt er, wow, das will ich wirklich haben. And Jed says in the book, he says, and this boy will get it. Und Chet in dem Buch sagt dann drauf, ja, der Junge, der wird das auch bekommen. Because one, he's thought it with his mind. He's created the image with his mind. Weil er hat zuerst mit seinem Verstand dran gedacht. Er hat ein Bild davon erschaffen mit seinem Verstand. And then he's taken it from his mind, he's taken it into his heart. Und von seinem Verstand aus hat er es dann in sein Herz genommen, diesen Wunsch. And from there, his whole body radiates that choice and desire. Und genau vom Herzen aus strahlt dann der ganze Körper diesen Wunsch aus, dieses Verlangen. We do this all the time. We just don't know we're doing it. Wir machen das die ganze Zeit, aber wir kriegen gar nicht mit und wissen nicht, dass wir das machen. If you don't believe me, think about the last time you saw a man you really wanted. Ladies, Und What wenn ihr happened? mir nicht glaubt, dann denkt daran, als ihr das letzte Mal einen Mann gesehen habt, den ihr wirklich haben wolltet. Was ist even passiert? for us, when you saw Renata, it was like she was the only thing you thought about. Und auch für dich, Ernst, wie du Renate zum ersten Mal gesehen hast, das war wohl alles, woran du denken konntest. And you think about it, and then the whole body radiates that want, that desire. Und du denkst dran, du denkst an diesen Wunsch und an dieses Verlangen und dein ganzer Körper strahlt dann dieses Verlangen aus. Once that happens, you're creating it. Und wenn das passiert, dann kreierst du das. Would that be correct, Nadine? Nadine, stimmt das? Yes, and we can't help it. But you see, this is where using the mind is such a powerful tool. It's not an enemy. Und wir können da gar nicht raus, das geschieht einfach. Und das ist das, wo wir unseren Verstand als Werkzeug verwenden. Das ist so wertvoll. It's a tool. Es ist ein Werkzeug, unser Verstand. This is where when you apply for a job or something, and instead of thinking, oh, they probably won't want me, you think they want me, they're going to need me, they can use me. Das ist zum Beispiel, wenn ihr euch für einen Job bewerbt, ihr denkt nicht, die wollen mich nicht, sondern was ihr denkt ist, die brauchen mich. Ich bin hilfreich für die, die wollen mich wirklich. Try it. Versucht Just pushing that gently out and flowing it back to the people that are looking to employ you. Lasst die Energie sanft rausfließen zu den Leuten, die eure zukünftigen Arbeitgeber sein sollen und wieder zu euch zurück. The people you want to come to your classes. Die Leute, wo ihr wollt, dass die zu euren Kursen kommen, lasst diese Energie zu ihnen fließen und holt diesen Fluss dann wieder zu euch zurück.
I mean, when I'm thinking about creating classes and when I'm thinking about the classes, Wenn I'm ich, not asking for big numbers. wenn ich darüber nachdenke, meine Kurse zu kreieren und wie ich die Kurse kreieren möchte, dann denke ich nicht an eine riesengroße Anzahl von Leuten. All I'm doing is asking for the people that will contribute to each other in the class. Alles, wonach ich frage, ist, ich frage nach Leuten, die sich gegenseitig ein Beitrag sind in den Kursen. Because it's not much fun when you've got a class full of people that clash. Aber es macht überhaupt keinen Spaß, wenn du einen Kurs hast voller Leute, die ständig aneinander krachen. I'm too lazy. That's just too much hard work. Ich bin einfach viel zu faul. Es ist mir viel zu viel schwere Arbeit. But the classes we have create joy. Aber die Kurse, die wir haben, die kreieren ganz viel Freude. Some are a few bit shell-shocked afterwards for a few days, but Somewhat? are Sorry. shell-shocked, like bomb damaged. Okay, manche fühlen sich ein bisschen zerstört und derangiert, würde ich sagen, nach den Kursen. I mean, for me, what is today, Wednesday? Yeah. Yes. So I spent basically Tuesday just brain dead. I couldn't hold a conversation very well. Also für mich war es jetzt so nach dem letzten Kurs, dass gestern am Dienstag ich ziemlich hirntot war. Ich habe nicht viel sprechen können. Ich habe vor allem keine Kommunikation halten können, weil ich habe einfach der Kommunikation und dem Flow nicht folgen können. And it's so it's that. So what was the other part of the question? So, was war der zweite Teil der Frage? Melanie? Ich hätte auch noch eine Frage zwischendurch, wenn ihr wollt. Ja, I would have a question in between. Yeah. Vielleicht eine Frage mit einer Einleitung. With a question with an intro. Oh. Wenn ich mir das Wort Fragen anschaue, When I look at the word questions, dann hat das zwei Bedeutungen. then it has two meanings. Mhm. Die eine Bedeutung ist das Fragen nach einer Antwort. The one meaning is that asking for an answer. Und die zweite Bedeutung ist Fragen um etwas. Also fast eine Bitte. And the second meaning is asking for something, actually a request. Diese Frage um etwas The question for something benötigt aber vorher die Frage nach einer Antwort, weil man ja sonst nicht weiß, wofür man überhaupt fragt. needs the question for an answer before, because otherwise you wouldn't know what you were asking for. Also die erste Frage nach einer Antwort muss sehr, sehr offen sein. So the first question after you have received an answer has to be a very open question. Während sobald ich weiß, wo ich hin möchte, But the moment I know where I want to go, kann ich sehr direktiv um etwas fragen. can I ask very directive? Absolut. Mein Ja, Gedanke, absolut. meine Überlegung dazu ist, My thought about that is das ist ein Weg. it's a path. Und was können wir tun, um diesen Weg gut zu beschreiten? What can we do that we can walk this path quite well? Question. Fragen. It's an extension of a word. Es ist ein Ausdehnen von einem Wort. When you go on a quest, you're going on a search. Wenn ihr
Quest ist, Eine Suche. danke. Wenn ihr also auf eine Suche geht, dann sucht ihr nach etwas. And you know, young men, when they finish their apprenticeships, were encouraged to go on their own spiritual quest and journey. Junge Männer, wenn sie ihre Ausbildung beendet haben, waren es eigentlich früher üblich und sie wurden unterstützt darin, dass sie auf eine Reise gehen, um sich zu finden. And many years ago, we used to have the weirdlings. And they were the people that were outside the community, but were supported by the community. Und vor langer Zeit hatten wir diese, was Greg nennt, Weirdlings, also die waren außerhalb der Gesellschaft, wurden aber trotzdem von der Gesellschaft unterstützt. And they were accepted and acknowledged because they were on a sacred quest. Und die waren akzeptiert und anerkannt, weil sie auf einer heiligen Suche waren. So what would happen if you looked at each question you ask? Was würde passieren, wenn ihr euch jede Frage, die ihr stellt, you look at it as a sacred quest, and you're not trying to find an answer. You're just searching for understanding. Anschaut als eine heilige Suche und ihr sucht aber nicht nach einer Antwort, sondern nach Verstehen. You're searching for your own personal truth. Ihr sucht nach eurer eigenen persönlichen Wahrheit. And when you do that, what happens is you also have to get rid of all the stuff that you've been given by other people that you now find is no longer true for you. Und wenn ihr das macht, dann müsst ihr definitiv die ganzen Sachen, Dinge, Schlussfolgerungen und so weiter loswerden, die andere Leute euch übergestülpt haben und die ihr aufgenommen habt. Und die müsst ihr alle loslassen und loswerden. And then every question becomes exciting. Und dann wird jede Frage total aufregend. Can I also ask something? Kann ich auch was fragen? Yes, Chilla. Ja, You Chilla. can. Natürlich. I like your questions. Ich mag deine Fragen sehr. I was thinking today about this topic and Ich habe heute über dieses Thema nachgedacht. I know I always have something to ask. Ich weiß, ich habe immer irgendwas zu fragen. But I realized that most of my questions are coming from my mind. Aber ich bin drauf gekommen, dass die meisten meiner Fragen aus meinem Verstand kommen. Trying to understand what I can't really grasp from the unanswerable, let's say. Mein Verstand ich versuche etwas zu verstehen, was can you repeat that last? Yeah, so that most of my question comes out of my mind that is trying to understand the unconceivable, I think is the word. Ich denke, dass die meisten meiner Fragen aus dem Verstand kommen, der sich irgendwas nicht vorstellen, nicht empfangen kann. So there are things for the unconscious. Das sind Dinge vom Unterbewusstsein. And my limited mind is trying hard to put things logically together in und my mein mind. sehr beschränkter Verstand versucht ganz intensiv diese ganzen Puzzleteile irgendwie zusammenzusetzen. So my question for today, is it worth at all to ask questions and expect answers? Also meine Frage für heute ist es überhaupt wert, Fragen zu stellen und Antworten zu erwarten? No. Nein. Good night. So, Tschüss. yeah, cheers. Good night. So, for me, Für mich, sometimes I don't get an answer. manches Mal kriege ich einfach keine Antwort. Sometimes I get silence. Manches Mal ist die Antwort
ausschließlich Stille. Sometimes I get a feeling. Manches Mal bekomme ich ein Gefühl. And Oder whether that's ein Gefühl beziehungsweise also ein körperliches oder eine Emotion. Ja? Also im Englischen ist viel, viel mehr als einfach, wie wir im Deutschen fühlen, sagen. Ja? Das kann alles Mögliche sein. sometimes it's just a knowing. No words, Manchmal ist no es pictures. einfach nur ein Wissen, keine Worte, keine Bilder. We always try to find things that we can cognitize. Wir versuchen immer, was zu finden, was wir mit dem kognitiven Verstand erfassen können. But much of the journey Aber is viel only von der felt. Reise ist etwas, was gefühlt wird. I mean, look at what happened on the weekend at Renata and Ernst's farm. Schaut euch mal an, was geschehen ist an dem Wochenende auf dem Hof von Renate und Ernst. Most of that weekend was not about the words spoken, but about what was felt and perceived. Das meiste von dem Wochenende war überhaupt nicht die Worte, die ausgesprochen wurden, sondern die Gefühle, die empfangen und wahrgenommen wurden. And even the intensity of that. Und Was die phenomenal. Intensität von dem, sogar die Intensität von dem war phänomenal. But yes, we do try to cognitize so we can understand what it is we know. Aber ja, wir versuchen das alles mit dem kognitiven Verstand zu erfassen, damit wir verstehen können, was wir wissen. And sometimes you can't. You just have to accept that you know. Aber manches Mal ist das nicht möglich, es funktioniert nicht. Dann müsst ihr einfach akzeptieren, dass ihr wisst. But we're trained. We're so trained and entrained Wir sind so darauf trainiert, to just have that. So we have it in words. We have it categorized. We have a box. dass wir das in eine Box packen können, dass wir es benennen können, dass wir ja, ein Etikett draufkleben können, ja, und es einen Namen haben muss. Does that help, Jilla? Yes, Hilft das, Chilla? it helps, and it just makes it more like visualize how it functions. Ja, es hilft mir sehr und es hilft mir zu visualisieren, wie das alles funktioniert. So in my word is like having this sphere expanding by the questions. Mein Wort wäre dafür, dass diese Sphäre sich ausdehnt durch die Fragen. And I get more secure if the answers arrive and can put it there. Und ich bin dann sicherer, wenn die Antworten ankommen, dass ich sie zusammensetzen kann. So I feel more at home and know where I am in this big universe and my small universe. Fühle ich mich dann mehr zu Hause in meinem kleinen Universum innerhalb dieses großen Universums. Cool. Cool. But it's true that the more you know, the more you realize you don't know. Yes. Aber es ist absolutely. wahr, je mehr du weißt, desto mehr realisierst du, kommst du drauf, wie wenig du weißt. I think that's the one true thing that I can say for me is true. Das ist eine von diesen Wahrheiten, die für mich tatsächlich wahr ist, ja. The more I've learned, the more I realize I don't know. Je mehr ich lerne, desto mehr komme ich drauf, ich habe keine Ahnung. There's a really cool DVD you can buy, and I think you can even view it on internet now. And Es it's gibt eine called wirklich coole DVD oder vielleicht gibt es sogar auf Internet und die heißt The Living Matrix. The Living Matrix, die lebendige Matrix.
And in that they get these people and they wire them up. Wires all over the body. Da gibt es Personen, die werden also komplett verdrahtet. So skin moisture, temperature, blah, blah, blah. Also wird die Feuchtigkeit gemessen, die Hautspannung gemessen, alles Mögliche. Heartbeat, brain function. Die Hirnfunktionen werden gemessen, der Herzschlag wird gemessen, die Körpertemperatur wird gemessen. And they got these people to look at monitors, the screens. At what? At the computer screen. Because there was a scratch. Und sie haben Leute dazu gebracht, in einen Bildschirm zu sehen, reinzuschauen. And random pictures will come up, totally computer generated. Und ihnen sind Bilder gezeigt worden, total zufällig von einem Zufallsgenerator ausgewählt. And all they had to do was click nice or bad. Und das Einzige, was sie tun mussten, war auf nett oder nicht nett zu klicken. Irgendwie. Okay, that's all they had to do. So like a picture of a baby, oh nice, you know. A picture of a snake about to bite you, bad. Also das Einzige, was sie tun mussten, ist, weil zum Beispiel ein Bild von irgendeinem netten Mädel war, dann nett, oder eine Schlange, nein, nicht gut. And they found that the heart was responding before the picture came on the screen. Und sie sind draufgekommen, dass das Herz reagiert hat, bevor das Bild auf dem Bildschirm erschienen ist. And it was 100% correct each time. Und es war 100%ig korrekt und richtig jedes Mal. All we have to learn to do. How come? How come? Wie konnte das sein? My mind wants to know, you know. Mein Verstand will das jetzt wissen. I'll see if I can find you the DVD. Ich schau mal, ob ich dir die DVD für dich finden kann. I have it in New Zealand. Ich habe sie in Neuseeland. Somewhere. Irgendwo. So, but this is what the ancients Das ist das, was die Ahnen had learned to trust. Also das ist das, worauf die Ahnen gelernt haben, dass sie sich darauf verlassen können und dem wirklich vertrauen können. This is what the church has taught us not to trust. Und das ist das, was die Kirche uns gelehrt hat, dass wir darauf nicht mehr hören dürfen und darauf nicht vertrauen. This is what society is teaching us to move away from because it's not safe. Und das ist das, wo uns die Gesellschaft sagt, davor müssen wir uns fernhalten, weil das ist nicht sicher. So that's what we usually call our intuition, right? A knowing, and a knowing. Das ist das, was wir oft Intuition nennen oder unser inneres Wissen. Interestingly, we call it gut feeling, not heart feeling. Yeah, absolutely. Yeah. In German too. Es ist ganz interessant, wir nennen das Bauchgefühl, nicht Herzgefühl. Yep. Ne? Ernst und Renate did write, the film is on YouTube. Also Ernst und Renate haben geschrieben, der Film ist auf YouTube. Cool. Cool. So Ernst, wäre vielleicht cool, wenn du den Link oder den Titel auf Deutsch auch drunter schreibst. Gerne unterm Facebook Live oder so. So it would be cool if Ernst would write down the title of the movie in well, here it says The Living Matrix Documentary, short version 55 minutes on YouTube. The long version is really interesting. Okay, also die Kurzversion 55 Minuten. But there are a couple. Aber es gibt mehrere Versionen offensichtlich. Yeah. Alle auf Englisch? No, there is one Living Matrix Deutsch. Aha, es gibt es also auch auf Deutsch. But I think it's only description.
Yeah, Ah, that's not the whole movie. aber nicht das The movie ganze, is 1 hour and 23 minutes. also der ganze Film dauert 1 Stunde 20 Minuten. Cool. So there. Does that help? Do we get to the end of the question? Is Actually, this the question? ist das jetzt, kommen wir jetzt zum Ende der Frage? Probably. So, for someone who now says, where do I start? Besides, what is that? Also für die jetzt fragen, wo fange ich an? Abgesehen von, was ist das? If you don't want to know, you won't ask. Ja, also wenn du es nicht wissen willst, dann fragst du einfach nicht. So, and that really requires a lot of training, right? No. Und es braucht viel Übung. Nein. Just choice. I forgot that. Es braucht einfach nur Wahl. Okay, dann komme ich mal mit einer klassischen Frage um die Kurve. Now I will ask a very classical question. Wenn Leute Schmerzen in ihren Körpern haben When people have pain in their bodies und sagen, mein Körper muss aber doch heil sein, wie kann ich den heil machen? and they Das say, ist eine sinnige Frage. but my body has to become whole and heal. How can I do that? Is that a question that makes sense? No. Thank you. Nein, danke. That's a conclusion. Das ist eine Schlussfolgerung. Und wir sind so erzogen, And we are entrained and have learned, dass wir eine Schlussfolgerung mit einem Fragezeichen versehen, als Frage. that we use conclusions and put the question mark at the end. And then say Absolutely. that is a question. Yep. My body's sore because of this. How can I change it? Ja, Zum Beispiel meinem Körper, der tut heute weh wegen dem und dem. Wie kann ich das verändern? so, dann könnte vielleicht ein bisschen Training Yeah. So that would be, nein, sag den ganzen Satz. Dann könnte vielleicht ein bisschen Training helfen, So a little bit den training. Körper heil sein zu lassen. So a little bit training could help to get the body more whole, Yeah. more healed. Practice. Also üben. Letting go all the points of view, letting go all the conclusions about what's causing it, what's the reason for it. Schlussfolgerungen loslassen, was der Grund ist, warum das und das in deinem Körper schmerzt, woher die Schmerzen kommen. Mhm. So it goes hand in hand, asking questions and letting go points of views and conclusion. Yeah. Also das geht Hand in Hand, Fragen stellen und gleichzeitig Schlussfolgerungen und Ansichten loslassen. Carolyn, you could tell them about this one. Du kannst ihnen ein bisschen darüber erzählen. Ja, das kann ich. Yes, I Ich can habe do das that. letztes Wochenende schön praktiziert. Last weekend, I could practice that a lot. Ich habe meinen Körper gebeten, einfach alle Schmerzen loszulassen und alle Erinnerungen an Schmerzen loszulassen. I asked my body to let go all pain and all memories of pain. Und einen Tag später waren alle Schmerzen weg. And one day, and on the day after, all pain was gone. Wow. And that doesn't mean that's not going to come back, Und das bedeutet jetzt nicht, dass die Schmerzen nie wieder zurückkommen. but it just allows her to know that each time it does come back,
she Aber can choose to say goodbye. es erlaubt Caroline, dass sie jetzt weiß, dass jedes Mal, wenn die Schmerzen zurückkommen, sie wählen kann, Tschüss zu sagen. Der Greg hat genau das gerade gesagt, was ich jetzt noch hinzufügen wollte. Greg just said what Genau I so wanted ist to es. add. Yeah. Thank you, Caroline. Danke, Caroline. Thank you, Caroline. You're Gerne. a Sehr real gerne. inspiration, okay? Du bist so eine Inspiration, Caroline. Cool. So, hat noch irgendjemand eine Frage? Mag noch irgendjemand was sagen? Just a comment that I put in the chat the English version for the living Yes, Matrix. yes, thank you. Sheila hat in den Chat jetzt einen YouTube-Link hineingepostet. Und wir werden dann schauen, dass wir es in die Gruppe reinposten oder unter das Live-Video, wie auch immer. So we will try to, or Sheila, if this is possible for you, could you post it under the FB Live or into the group too? You mean now? Tomorrow or later or whatever. You mean when you are posting this video chat? Yes, I mean- probably. Yes, I Yes. will. Cool. Thank you. So Chilla wird uns diesen Pleasure. YouTube-Link dann auch unter die Aufzeichnung drunter posten, unter dem Post. Thank you, But Chilla. that's English version, so if Yeah, that's okay. I will look, but Renate already said and Ernst that there is probably no complete German version. Also es ist möglicherweise gibt es keine deutsche Version, aber das ist mal die englische Version. Oh, they're looking now. Hat jemand Fragen? Jetzt noch. Am Geburtstag dieses Herrn. Has anybody any questions on that birthday of this gentleman? What was the question? Because I couldn't really understand. Has anybody a question, especially on this day as it's the birthday of this gentleman? No, good. Bye. No. Zum Trainer. Wir sehen uns nächste Woche für all die, die Spaß haben, wieder. So, for all that feels fun, we will see you next week again. Gleiche Uhrzeit. At the same time on Wednesday evening. Und wer mag, schreibt sich ganz viele Fragen auf. And who would like to please write down a whole lot of questions? Weil wir genau darüber sprechen. Because that will be the topic next week, your questions. Right. Chilla's happy. I've seen her list. It's amazing. Chilla ist total glücklich. Ich habe ihre ganze lange Liste von Fragen gesehen. Es ist eine lange, faszinierende Liste. Und für alle die, die nicht wissen, was sie fragen sollen, damit sie keine dummen Fragen stellen. And for all peeps who now think, I don't know what to ask because it could be a silly question. Es gibt keine dummen Fragen. There are no silly questions. Und ich für meinen Teil freue mich, euch alle und mehr nächste Woche wiederzusehen. And I'm totally looking forward to see you all and even more peeps next week again. Do you have any topic for the questions or just let's get enlightened? Haben wir irgendein Thema, zu dem wir Fragen stellen sollen? I wouldn't call it an enlightened chiller. Ich würde es jetzt nicht Erleuchtung nennen. It's getting, you know, bit by bit. Stück für Stück. No, actually, you can ask every question because
every of your question is a contribution. Du kannst jede Frage stellen, weil jede deiner Fragen ist ein Beitrag. Cool. Oh, well, I'll see you next week. So, ich sehe euch nächste Woche. I get up at 3:30 in the morning to go to Marseille. So Ich So, stehe bon voyage. morgen um 3:30 in der thank Früh you. auf, Merci beaucoup. um nach Marseille zu fliegen. Grazie. Gute Reise. Dankeschön, Dankeschön. Gute Nacht. Danke, Helen. Gute See you. Nacht. Danke, Helen. Gute Nacht. Tschüss. Thank you. Ciao. Good night. Gute Nacht.